Hey Hosters und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Online. Natürlich, wie sollte es anders sein, auf meinem wunderschönen großen Account. Und heute spielen wir mit Smokey und mit Hunter. Bleibt dran, es gibt mindestens 3 Themen und vielleicht fällt mir noch irgendwas anderes ein, die ich hier in diesem Video angeben will, okay? Die ich in diesem Video angehen will. Also, bleibt dran, füllt die Watchtime, wie es so schön heißt. Also ich weiß nicht, ob man das so sagt, aber ich sag's jetzt einfach mal so. Und ansonsten schreibt natürlich einen Kommentar mit mindestens 7 Wörtern. Es ist heute warm. Also wie haltet ihr das aus? Lasst es mich wissen. So, okay. Und dann, erstes Thema. Eine Maus für Linkshänder. Ich habe danach gefragt und es mag wohl Linkshänder geben, die die Maus mit der rechten Hand verwenden. Ja, okay, aber zu dieser Spezies gehöre ich nicht. Ich schreibe ja auch nicht mit rechts. Ne? Also alles, was so feinmotorischere Sachen angeht oder so, ja, ich benutze halt nun mal meine dominante Hand und das ist die linke. Ne? Fangt ihr doch mal an, mit links zu schreiben. Na los? Wenn ihr so schlau seid, hä? Okay, Spaß. Naja, aber na los? Okay, also, das haken wir mal ganz kurz ab. Ich schau mal, was ich mir am Ende des Tages dann hole. Wer weiß. Gibt sicherlich coole. Ich habe mir noch mal ein paar andere Firmen angeguckt, die man auch so kennt, um zu schauen, was die da so haben. Und ja, ich bin weiterhin auf der Suche. Aber gut, egal. Dann eine weitere Sache, die mich dann auch nicht mehr losgelassen hat, und zwar das Thema mit einem eigenen Spiel. Es ist halt nun mal so, wenn mich halt irgendwelche Sachen interessieren, dann vergeude ich dann doch ein bisschen mehr Zeit damit. Und ich will jetzt nicht sagen, oh ja, das kommt und da bin ich jetzt so richtig interessiert daran, dass es kommt und deswegen in einem halben Jahr können wir dann hier also 1500 Videos Minimum dann von diesem noch nicht fertigen Spiel dann zeigen. Nee, also so weit ist das Ganze dann nun nicht. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger bin ich abgeneigt, das halt mal allgemein zu probieren, um halt mal was Neues zu lernen, ne? Raus aus der normalen, stinknormalen Entwicklung, rein in die Spieleentwicklung. Ja, warum denn nicht einfach, um es mal ausprobiert zu haben? Und wenn dann natürlich auch gleich wieder Vorschläge kommen, was so Spieleinhalte angeht, ach, da hat man doch gleich wieder Lust, ne? Also, ich will jetzt nicht, ja, lohnt es sich darüber jetzt so richtig zu reden? Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, vielleicht mal in einem anderen Video könnte ich mal noch mal ein bisschen genauer darüber reden, wie ich es mir halt vorstellen würde. Aber ich glaube, das würde jetzt erstmal hier wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber nichtsdestotrotz, also es wäre wahrscheinlich etwas, was ich dann in ein paar Monaten vielleicht mal ein bisschen aktiver angehen würde. Ne? Also das heißt, mal wirklich an so einem kleinen Prototypen zu basteln, um halt zu schauen, ob das irgendwie sinnvoll ist, was ich mir halt da so ausdenke an Spielinhalten so. Ne? Es wird aber schon mal nichts mit einer Story, also das kann ich sagen. Ne? Also irgendwas, wo es eine Kampagne gibt oder sowas, das wird es nicht bei mir geben. Also das kann ich gleich sagen, weil also es muss ja ein Spiel sein, was ich selber spielen würde. Ne? Sonst macht es ja keinen Spaß. Deswegen wäre das halt, wie gesagt, etwas, was ich halt nach meinen Vorstellungen bauen würde und da gehört keine Kampagne oder sowas dazu. Auch wenn es halt ein Einzelspielerspiel ist, aber es gehört keine Geschichte dazu. Weißt du, mit 70 Stunden Spielinhalt, nee, sowas nicht. Also das kann man gleich vergessen. Da habe ich doch selber keinen Bock. Da fang ich an damit, denke mir so, ich setze mich an den Laptop. So, jetzt geht's los. Okay, keine Lust mehr. Tutorial geschafft, keine Lust mehr. Und so ist es halt mit Spielen, die ich spiele. Wenn sie halt irgendwie etwas in die Richtung haben. Ich mach das nicht, ne? Ich hab darauf echt einfach gar keine Lust. Ich werde das hier wahrscheinlich nicht hinbekommen, oder? Oh, schade. Aber ich habe wenigstens die Flagge fast nach Hause gebracht. Also das sollte das 1-0 für uns sein. Genau, nur aber ich meine mal, wenn da irgendwie Interesse daran besteht, dass ich meine Idee ein bisschen näher erläutere, dann lasst es doch einfach mich in den Kommentaren wissen. Wie gesagt, vielleicht dann halt in einem zukünftigen Video kann man darüber reden. Aber ja, wenn ich das Ganze tatsächlich mal irgendwann angehen würde, dann halt wahrscheinlich auch erst wirklich, wie gesagt, in ein paar Monaten, denke ich, kann ich mich ein bisschen mehr vielleicht auf sowas dann fokussieren. Vielleicht ja, weiß ich nicht, wenn ich Urlaub im Dezember habe oder so. Also, ja, wie gesagt, das ist halt noch ein bisschen hin, ja.
Ja, gerade passt es halt eher weniger rein, dass ich mich darauf dann tatsächlich einlassen könnte, um da irgendwie was Brauchbares rauszuhauen. Vor allem muss ich mich ja sowieso erstmal mit der ganzen Materie auseinandersetzen. Ist ja jetzt nicht so, als hätte ich davon Ahnung. Also zwar von Entwicklung selber schon, aber nicht von Spielen, ja. Also deswegen, das wäre natürlich halt auch Neuland, was man da betritt. Und entsprechend muss man sich halt erstmal damit auseinandersetzen. Aber gut, wie gesagt, das wäre halt etwas, was man sich dann irgendwann mal in Zukunft bei Gelegenheit, wenn ich auch selber natürlich noch das Interesse daran habe, ne, dann kann man sich das mal anschauen. So, jetzt habe ich darüber aber länger geredet, als ich eigentlich wollte, aber ist ja auch egal, ne? Ja, und ach so, ja, ansonsten, wie würde das halt zur Verfügung gestellt werden? Also, es wäre natürlich kostenlos, ne? So. Also, vor allem, wenn es sowieso nur von mir gespielt wird, ja, was soll ich machen? Nein, aber ich denke mal, also, es wird vielleicht, keine Ahnung, 3, 4 Leute geben, die das irgendwie interessant finden und da mal reinschnuppern. Warum sollte ich den 99 Cent aus den Taschen leiern, weißt du? Also natürlich, sowas wäre halt, wenn es tatsächlich irgendwann dazu käme, dass es so einen ersten Prototyp gibt, den man mal antesten kann. Aber auch das Fertige. Also jetzt reden wir richtig, das ist jetzt richtige Zukunftsmusik, okay? Ja? Also da würde ich nichts dafür verlangen, das ist klar. Genau. Das jedenfalls dazu. Aber so, dann die nächste Thematik. Wir machen heute nichts anderes. Ne? Wir machen heute nichts anderes. In der letzten Zeit, was mir immer wieder so angezeigt wird und da kann ich nicht ruhig bleiben. Da kann ich nicht ruhig bleiben. Ich weiß nicht, also vielleicht nimmt das halt einfach immer mehr zu und jetzt wird es halt präsent, weil warum wird es präsent? Na gut, okay. Weil halt mehr Vorschriften kommen und so weiter. Also um was geht's denn eigentlich? Ja, um was geht's denn eigentlich? Was mir halt in letzter Zeit immer mal wieder so unterkommt, ist halt, so irgendwelche junge Leute, weiß ich nicht, sagen wir mal, die sind gerade 20 geworden oder irgendwo Anfang 20 und schon komplett mit Schulden überdacht. Warum? Nicht, weil sie sich ein Haus gekauft haben oder so, sondern halt einfach dieses ganze 30 Tage später zahlen und so, ne? Kennt ihr ja sicherlich. Und wenn ich mir das dann halt so anhöre, ja, wieso hat sich das denn jetzt hier so angehäuft? Warum, keine Ahnung, hast du jetzt, weiß ich nicht, 3.000 € oder sowas offen? Oder ja, nimmt da jetzt einfach mal irgendeinen Betrag. Und dann kommt da sowas wie, ja, keine Ahnung, ich habe den Überblick verloren oder so. Oder mir war das nicht so richtig bewusst. Ich frage mich, wie kann das, jetzt mal ehrlich, es braucht mehr Bildung. Ne? Es braucht mehr Bildung. Vor allem im finanziellen Sektor braucht es definitiv mehr Bildung. Das kann nicht wahr sein. Aber für mich ist das alles nur eine richtig faule Ausrede. Niemand kann mir sagen, außer vielleicht, er hat seit Monaten nicht reingeguckt, was in den nächsten 30 Tagen abgebucht wird. Ne? Da würde ich sagen, okay, aber dann tut's mir leid, dann ist das einfach reine Faulheit. Aber dieses Argument, naja, ich wusste es ja nicht, das war nicht offensichtlich, ich habe den Überblick verloren, das kann mir niemand erzählen. Das steht dort komplett präsent. Das ist nicht so, dass du erst über 4 Untermenüs und sonst was gehen musst, damit du dann vielleicht irgendwo verschwommene Zahl siehst, die du halt in den nächsten Tagen zurückzahlen musst, sondern das steht ja direkt dort. Das muss von dir beglichen werden, innerhalb der nächsten 30 Tage oder was auch immer. Das ist ja nicht so, dass das versteckt wäre. Das ist offensichtlich. Aber ja, damit kann man sich halt natürlich viel schöner rausreden, ja, dass man halt den Überblick verloren hat. Ja, man kann ja nichts dafür. Es hat sich halt so ergeben, ja. Oh, bevor ich damit weitermache, jetzt fällt mir noch eine Sache ein, das ist genauso. Wirklich, also wenn wir schon beim Thema Bildung sind, ja, dass die vielleicht ein bisschen fehlt. Da habe ich gesehen, wie eine Mutter versucht hat, ihrer Tochter zu erklären, sie hatte eine Kreditkarte, also die Tochter, ja, hat damit halt auch schon Sachen gekauft und hat dann nicht verstehen wollen, als die Mutter ihre Tochter halt beibringen wollte, ja, du kannst das zwar jetzt zahlen und es ist bezahlt, und das gehört dir, sage ich mal, also du hast den Besitz daran. Aber du musst das halt trotzdem zahlen. Auch wenn man es selber in Anführungsstrichen, ja, bezahlt hat. Man hat es natürlich nicht selber bezahlt, ne?
Da ist halt der entsprechende Zahlungsdienstleister in Vorleistung getreten, ja, und man muss es halt dann entsprechend nachträglich halt bezahlen, ne? Aber die wollte es halt einfach nicht verstehen. Die hat halt einfach diese Brücke nicht hinbekommen im Kopf zwischen, ich habe das zwar jetzt gekauft, ja, es ist bezahlt, aber ich muss es halt trotzdem zeitverzögert ja dennoch zahlen. Irgendwie wollte sie das nicht verstehen. Das war so, hä, wieso denn? Ja, da steht doch irgendwie, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ich sag jetzt einfach mal, ich kann 5.000 Euro oder was auch immer ausgeben. Ich denke mir jetzt einfach irgendwelche Zahlen aus. Da steht doch da. Wieso und es hat doch funktioniert. Hä? Was soll ich denn da noch bezahlen? Es wollte, also, da denke ich mir so, wie kann das, ehrlich, ne, wirklich, ehrlich, wie kann das sein? Also ich verstehe das nicht. Ne? Ich bin ja jetzt auch nicht hochbegabt, ja? Und wenn ihr mir mit irgendwelchen komischen mathematischen Problemen um die Ecke kommt, dann schalte ich auch ab, weil ich mir denke, ja, wird schon stimmen. Keine Ahnung, was du mir da erzählst, aber ja, ergibt Sinn. Ne? So, da sage ich mir auch, okay, das ist mir zu abstrakt, vielen Dank. Ne? Ich habe halt keine Universität von innen besucht, so. Aber es gibt halt so Sachen, bei denen denke ich mir, das sollte doch eigentlich irgendwie klappen, oder? Das muss man doch verstehen können, oder nicht? Ah gut, aber scheinbar, manche brauchen halt vielleicht irgendwie nochmal so ein Kinderbuch oder so und schön bildlich erklärt, vielleicht hilft das. Ja, aber gut, okay, zurück zu den 30 Tagen, ne? Und ja, vielleicht ist es jetzt ein bisschen unbeliebt, wenn ich sowas sage, aber ich sehe da, tut mir leid, ja, ich sehe da nicht die Zahlungsdienstleister, die das zur Verfügung stellen, in der Pflicht oder dass die das Problem sind. Niemand zwingt dich, dass du irgendetwas online kaufst und dann nicht sofort bezahlst, sondern halt erst in 30 Tagen. Keiner zwingt dich dazu. Es mag, ja, natürlich irgendwelche Situationen geben, da bist du halt dann darauf angewiesen, ne? Wenn du jetzt halt selber kein Geld mehr auf dem Konto hast, aber du musst halt jetzt irgendetwas kaufen, du brauchst halt irgendetwas, was auch immer, irgendwas ist kaputt gegangen, ja, jetzt kann man sagen, ja, dann repariert man es. Ja gut, aber kostet ja auch Geld, ne? Aber ich sag mal, du kannst das halt nicht reparieren, du musst es ersetzen. So, was auch immer das ist. Weiß ich nicht, ne? Keine Ahnung. So. Ja, was machst du denn dann? Ne? Du brauchst das. Du kannst halt nicht warten, bis halt das nächste Gehalt auf dem Konto landet. Dann ist es natürlich ganz praktisch, wenn man dann halt einfach sagen kann als Option, okay, ich zahle das in 30 Tagen, ne? Also das ist, ich meine mal, diese Option zu haben, ist natürlich legitim. Ja? Für was man das dann am Ende verwendet, ist ja egal. Ob du damit deine nächste Reise zahlst und dir sagst, okay, in einer Woche kommt das Gehalt und dann verrechne ich das halt damit. So. Ist ja egal, was man macht. Aber wichtig ist, man braucht halt natürlich, jetzt ist mir das Wort entfallen, wunderbar, man braucht halt einen Überblick. Ja? Man braucht halt einfach einen Überblick über das, was dann am Ende des Tages rausgeht. Und wie gesagt, das wird ja nicht verheimlicht. Ne? Das steht ja präsent da in der App, wenn man die öffnet. Ja? Steht ja da. Also ich weiß nicht, ich kann ja natürlich nicht für jeden Zahlungsdienstleister sprechen, der das anbietet, ne? Und wie das da halt angezeigt wird. Und bei einem bin ich sogar gesperrt. Ist auch eine lustige Geschichte. Hat übrigens nicht hat nichts mit Schulden oder so zu tun. Aber vielleicht bei Gelegenheit kann ich dazu auch was erzählen. Wobei ich glaube, ich bin mittlerweile nicht mehr gesperrt, aber ich war viele Jahre. Ist ja auch egal. Also jedenfalls ist auch eine lustige Geschichte. Okay, wir haben verloren. Wunderbar. Ja. Aber ich meine, in der Regel du machst die App auf und dann siehst du da, wie viel Geld schuldest du denen, ne? Das ist ja wirklich, also, das ist ja kein Geheimnis. Es ist ja nicht so, dass auf einmal, plupp, dann halt irgendeine Summe gewürfelt bei dir abgebucht wird, ne? Aber gut, okay, scheinbar manche Leute verlieren da den Überblick. Ich verstehe es nicht, ja, weil die Summe wird dir angezeigt. Wenn du nicht reingehst und nicht guckst, ja, dein Problem, ne? Aber an sich wird das ja einem angezeigt. Und dann halt die Schuld oder die Verantwortung bei den Anbietern zu sehen, finde ich halt, also, tut mir leid, ne? Ich finde das einfach dämlich. Ja, ich wünsche mir da mehr Eigenverantwortung. Wenn man etwas zahlt und man sagt sich, ich habe keine Lust, das jetzt zu bezahlen, ja, sondern halt in 30 Tagen oder in 14 Tagen oder wann auch immer, ja, dann kann man das machen. Ne? Aber wenn man sich halt, also wenn man halt dann nur, sage ich mal, aufs eigene Konto guckt und sieht, ja gut, da habe ich ja noch 100 Euro oder so, ja,
naja, dann zahle ich das halt jetzt auch noch später oder dies und dann hole ich mir noch das und da gibt's Angebote. Und man guckt halt nicht rein, wie viel sich da halt schon dann entsprechend zusammenaddiert hat, was dann halt fällig wird. Ja, also wie gesagt, da ist man halt selber schuld. Ne? Es tut mir leid. Also ich kann es anders nicht formulieren. Ne? Ich kann es anders nicht formulieren. Da ist man einfach wirklich selber schuld. So, Pech gehabt. Ja? Dann muss man halt einfach mit den Konsequenzen leben. Ja. Meine Güte, meine Güte. Wobei ich kann mir halt auch vorstellen, ich weiß es nicht, ne? Aber ich kann mir halt auch vorstellen, wenn du halt als Kunde bei solchen Plattformen tatsächlich es nicht mehr hinbekommst, das Ganze zu zahlen, was du denen halt schuldest, da wirst du wahrscheinlich für sowas auch gesperrt, oder? Also, dass du halt diese Option nicht mehr wählen kannst, sondern wenn du was zahlen willst, dann bitte mach das jetzt und auch selber. Und nicht erst in 30 Tagen. Also, weil sonst laufen die ja auch dem Geld hinterher, ne? Also würde ich jetzt einfach mal denken. Aber ich habe es auch nicht ausprobiert. Also ich wollte da jetzt nicht 10.000 Euro an Schulden oder so anhäufen, nur um es mal auszuprobieren, ob ich dann gesperrt werde oder nicht. Aber ich kann es mir halt vorstellen, dass es so ist. Ne? Okay, aber wie gesagt, also ich sehe da jeden Einzelnen selber in der Verantwortung. Ne? Und ja, da muss man sich halt einfach auch mal sagen, okay, dann geht das halt gerade nicht. Ne? Dann kann ich das halt eben mir jetzt nicht kaufen. Aber ja, dann braucht es halt, das muss man halt lernen. Ja, und wenn man halt das durch einen Insolvenzverwalter am Ende des Tages lernt oder durch einen Gerichtsvollzieher oder was auch immer, keine Ahnung, ja, dann ist es halt so. Ne? Aber dann hat man es hoffentlich gelernt. Hoffentlich. Ja, jedenfalls, das wurde mir in letzter Zeit immer wieder angezeigt und ich find's einfach nervig. Ja, ich find's einfach nervig. So, wie gesagt, ob du dir halt jetzt 10 Schuhe kaufst oder, keine Ahnung, eine Hose hier und da und dir sagst, ja, ich zahle das halt später und das zahle ich später und das zahle ich später, das ist deine eigene Entscheidung. Ja? Das ist deine eigene Entscheidung. Natürlich machen die Anbieter dann halt Werbung dafür, so hier, du kannst halt jetzt halt kaufen oder so, weißt du, wenn es halt jetzt gerade finanziell nicht passt. So, aber das ist ja auch legitim, wie gesagt, ne? Es gibt natürlich genügend Situationen, wo du es halt, wo du dankbar bist, dass es halt diese Option gibt und das halt auch ohne irgendwie, weißt du, einen riesen Antrag ausfüllen zu müssen oder sonstige Sachen, sondern du kannst das halt einfach problemlos, ohne viel drumherum machen. Ne? Das ist halt schon schön. Aber okay, es gibt natürlich Leute, die denken halt nicht so weit, ne? Und wundern sich dann, oh weia, warum, habe ich gerade einen roten Stern eingesammelt? Habe ich gerade eine Goldbox einfach so bekommen? Ich glaube schon. Die 1000 Kristalle werden mir übrigens 30 Tage später gut geschrieben. Nee, aber okay. Wie seht ihr denn das Ganze? Ja, lasst es mich doch sehr gerne wissen. Nee, aber ja. Falls ihr damit Probleme haben solltet, ne? Mit diesen Sachen, dann lehnt euch kurz zurück, atmet tief durch. Das ist jetzt mein allgemeiner Tipp, okay? Atmet tief durch, ja? Und überlegt 3-mal, ob ihr es braucht. Deswegen übrigens kaufe ich halt nicht so viel am Handy. Das macht's halt für mich einfacher, wenn ich am Handy bin und was sehe und mir sage, oh, ja, nett. Aber dann erstmal den Rechner anmachen muss. Ja. Und dann nochmal da die Webseite aufrufen und so. Das sorgt dann vielleicht auch dafür, dass halt direkte Impulskäufe nicht so ganz durchgehen. Ja, aber da kann man halt einfach nur sagen, ja, macht euch immer ein Bild darüber, ne, wie viel müsst ihr halt zurückzahlen und schafft ihr das? Ich meine mal klar, sowas kannst du natürlich auch wieder pausieren oder was auch immer, aber das sollte jetzt halt nicht die Regel sein, oder? Also nur weil man es halt kann, wie gesagt, aber es gehört halt, man muss halt einfach, man ist halt für sein eigenes Leben selber verantwortlich, ne? Und die Entscheidungen, die man trifft, die trifft man halt selber. Und wie gesagt, das Problem ist ja nicht halt Käufe zu tätigen, die notwendig sind, ne? Und die halt einfach jetzt momentan in den finanziellen Rahmen nicht passen. Aber man weiß, es kommt ja wieder Geld aufs Konto und dann kann man es direkt zurückzahlen. Das ist ja nicht das Problem, ne? Aber manche machen sich das Leben halt ein bisschen, sag ich mal, leicht. Und wenn es dann mal knallt, dann ist natürlich die Ursache, das Problem irgendwo anders. Aber man selber zieht sich da dann gekonnt aus der Verantwortung. Und ich hab da null Verständnis dafür. Na, wie gesagt, also verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Na, manchmal ist man vielleicht in so einem Kaufrausch oder so, aber auch da, wie gesagt, also
am Ende des Tages ist jeder dafür selber verantwortlich. Ja, so. Gut, okay, das wollte ich einfach auch nur mal an dieser Stelle loswerden, ja? Bitte denkt einfach nach. Ich spreche hier jetzt auch hier nicht persönlich an und sage, dass ihr seid sowieso die Elite, ja? Ihr guckt euch das hier an, was ich fabriziere. Also insofern, das ist schon mal ein Gewinn. Ne, aber, nee, also wie gesagt, ich verstehe es nicht. Ja, ich habe dafür einfach keinerlei Verständnis. Ich kapiere es nicht. Ne? Ich meine mal, natürlich, jetzt kann man auch sagen, ja, aber zum Beispiel bei solchen App-Spielen, also so Handyspiele, ne? Da versuchen ja die Anbieter halt auch entsprechend mit ganz vielen Benachrichtigungen und hier und jetzt ein Timer und eine Stunde und hier irgendein Angebot und so, die Leute natürlich dazu zu verleiten, halt solche Käufe zu tätigen. Hier da mal 5 Euro ausgeben, da mal 10 Euro auszugeben und so weiter und so fort. Ja, also dagegen kann ich nichts sagen. Aber auch hier wieder, ne? Also niemand zwingt dich. Natürlich spielt man mit den Bedürfnissen oder Bedürfnissen, mit den Bedürfnissen der Leute, um sie halt eben zu kaufen und so weiter zu verleiten. Ne? Oder hier riesen Schild, jetzt Rabatt, alles Mögliche, alles muss raus und ich wollte doch gar nicht öffnen. Ja, manchmal muss man halt einfach sich zurücklehnen, nachdenken und nicht irgendwelche Knöpfe drücken, ja. Also, ich bin ein gutes Beispiel dafür, ja? Lehnt euch zurück und drückt keine Knöpfe, während ihr gerade redet. Am Ende tätigt ihr noch solche Käufe. Oh Mann, das ist jetzt echt ein bisschen blöd gelaufen, aber egal. Ich wollte gerade noch sagen, guckt mal, ich habe über 700 Container. Und natürlich, was mache ich? Ich öffne sie. Egal, was soll's. Tja, jetzt habe ich nicht mehr 700 Container. Mann, ich wollte euch das eigentlich nur zeigen. Hey, ich habe 700 Container. Ja. Ihr könnt es vergessen. Was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Ich weiß es nicht. Ach so, genau. Aber man muss ja nichts kaufen, ne? Also da muss man, wie gesagt, also einfach mal kurz überlegen, ne? Ja, was soll ich sagen? Eigenverantwortung, ne? So. Heißt ja nicht, dass ich immer richtige Entscheidungen treffe. Aber wie gesagt, also da muss man halt eben mit dem leben, ja, was man dann halt macht oder nicht macht. Aber ja, das wollte ich einfach nur mal dazu loswerden. Genau. Achso, ich wollte mir jetzt noch was kaufen. Nein, ich wollte jetzt hier noch ganz kurz mir das hier sichern. So. Bevor ich das für den heutigen Tag vergesse. Alles klar, wunderbar. Schön, das hat doch alles dann geklappt. Ja, ansonsten, das war es erst einmal für heute. Ich hoffe, es war trotzdem irgendwie interessant oder so. Manchmal könnte man denken, ich hasse diese Leute, über die ich rede, oder? Aber also so ist es nicht. Ja, so ist es nicht. Aber es gibt dann einfach so Sachen, da sage ich mir, das tut mir leid, ne? Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht, ja. Ja. Gut, das dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es gut oder besser. Wir sehen uns im nächsten Teil. Schauen wir mal, was wir da so machen. Und ich hoffe, ich werde nicht wieder 15 Container einfach so öffnen. Und ja, bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.